Wir schauen uns jetzt die Situation nach einer Expedition an. Und zwar bin ich hier gerade im Profil des Teilnehmenden und hier gibt es jetzt ein paar Aspekte zu beachten. Das erste ist, wenn ich mir Vorbereitung und Ausbildung anschaue, dann bin ich dafür verantwortlich, einzutragen, wann wurde dieser Ausbildungsinhalt von meinem Award Leader abgedeckt und dann ein Häkchen zu setzen. Das machen wir hier unten auch noch einmal, weil mir bis jetzt noch Verständnis für die Auswirkungen der Expedition auf die Umwelt fehlte. Vielleicht haben wir das am Tag der Probeexpedition gemacht. Jetzt kann ich das updaten. Wir sehen hier unten die Nachricht Vorbereitung und Ausbildung wurden geändert. Ich kann dazu auch einen Bericht senden. Das sollte ich auch, dass meinem Award Leader eben gesagt wird, hey, kannst du das bitte genehmigen? Damit bin ich jetzt soweit fertig mit der Vorbereitung und Ausbildung. Etwas Ähnliches muss ich auch für die Probeexpedition machen. Sie sehen es hier schon, ich habe hier Beobachtungen schon eingetragen, die kann ich noch bearbeiten und schreiben, irgendwie war sehr schön, die Stimmung in der Gruppe war ausgelassen. So, vielleicht habe ich auch noch Notizen gemacht in der Zeit oder ähnliches, das könnte ich hier hochladen und zur Genehmigung absenden. Und vielleicht habe ich noch eine Nachricht an die Aufsichtsperson. Wenn nicht, kann ich das einfach zur Genehmigung an den Gutachter, an die Gutachterin verschicken. Damit bin ich jetzt auch mit der Probeexpedition fertig. Und das letzte mache ich jetzt noch für die Abschlussexpedition. Die fand auch schon statt. Deswegen gibt es auch hier wieder eine Beobachtung von mir, eine Reflexion zur Expedition. Und ich kann das Ganze zur Genehmigung senden. So, wir haben hier jetzt einmal 3 Uhren. Das bedeutet, dass jeweils jetzt gewartet wird. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, das ist jetzt das Interface von meinem Award Leader, der sich das Ganze hier einmal anschauen kann. Und da sehen wir eben hier Preparation und Training ist alles eingetragen. Hier unten auch aktuell, also dass ich auch hier diesen Ausbildungsinhalt bekommen habe. Und was ich jetzt machen kann, ist hier, es steht auf Section Authorization und jetzt wartet es nur darauf, dass ich das einmal weiter bewege, weil ich habe es mir angeschaut. Ich weiß, dass die Person bei dem Training überall dabei war und jetzt steht es auf Award Office Authorization und jetzt passt es soweit. Bei der Practice Journey und der Qualifying sehen wir, dass es auf Assessor Authorization steht. Das haben wir auch schon mal gesehen. Und was jetzt hier passiert, für die Probeexpedition braucht es ja kein Assessment. Deswegen kann ich das gleich auch weiterschieben zu Section Authorization. Ich kann mir jetzt die Observations anschauen, wenn ich sage, Punkt war sehr schön, Punkt reicht mir nicht. Kann ich auf Revise klicken. Wenn ich sage, nee, das passt, dann kann ich das Ganze genehmigen und auch die Practice Journey ist damit hier erstmal durch. Bei der Abschluss-Journey ist es ein bisschen anders. Da muss ich jetzt darauf warten, dass der Gutachter sein Gutachten hochlädt. Der Gutachter ist eine Person gewesen, die auf der Expedition mit dabei war und geschaut hat, ob die Gruppe sich an alle Regeln hält. Das ist meistens nicht der Ausbilder oder der Award Leader, der nah am Mentoring dran war. Und dieser Assessor, das sehen wir, wenn wir uns einmal die Expedition anschauen, der hat hier seine E-Mail-Adresse angegeben. Und deshalb bekommt der jetzt eine E-Mail-Adresse von jeweils, also eine E-Mail von jeweils allen Teilnehmenden und kann da sein Assessment hochladen. Das kann individualisiert sein, das kann aber auch ein generelles Assessment zu der Expedition sein. Und wenn diese Person es gemacht hat, dann springt es automatisch zu Section Authorization und dann kann ich es wieder weiterschieben. Und das sollten Sie auch tun. Erst wenn es auf Award Office Authorization draufsteht, ist dieser Teil hier auch fertig. Wir sehen jetzt bei der Teilnehmerin, die hat noch nicht so viel sonst gemacht bei Talent oder Dienst. Aber sollte sie das dann irgendwann mal abschließen, dann sollte der ganze Award hier auf Award Office Authorization stehen und erst dann landet der Award bei uns, beim Verein und wir schauen ihn uns dann nochmal im Detail an und können ihn dann genehmigen.